herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute eine weitere Vorstellung eines Messers vom ukrainischen Hersteller BPS Knives. Das kleine Fixed MK1 habe ich euch schon gezeigt, und zwar im Zuge eines Passarounds. Das wiederum wurde von Stefan, also Stefan 123321 und Dirk Wanger von Messer & Co. organisiert. Hier geht ein herzlicher Dank raus an Dirk und Stefan. Zum Passaround sage ich dann gegen Ende des Videos noch was. Jetzt habe ich endlich die Zeit gefunden, das zweite Messer dieses Passarounds vorzustellen. Es geht um den Friction Folder von BPS Knives. Ja, das ist sozusagen das ukrainische Peasant Knife. Wir legen hier direkt los mit dem Griff. Der ist etwa 108 mm lang, die sind auch voll greifbar, 17 mm breit, 70 mm Griffvolumen und wir haben eine hervorragende Ergonomie. Also das ist hier so eine leichte Bogenform. Der Griff wirkt sofort vertraut. Also wirklich eine tolle Handlage. Griffmaterial ist hier Mooreiche und das ist wiederum subfossiles Eichenholz, das man in Mooren oder Sumpflandschaften antrifft. Dort liegt das Holz dann mehrere hundert oder gar tausende Jahre, wird sozusagen konserviert, verändert dabei seine physikalischen, chemischen und strukturellen Eigenschaften. Ja, zum Thema Mooreiche habe ich euch bei Interesse Infomaterial in der Videobeschreibung verlinkt. Ist wirklich interessant. Unterlegt ist die Mooreiche hier von sehr stabil ausgeführten Stahllinern. Die sind etwa 1 mm breit, also vollkommen ausreichend. Griffkonstruktion ist hier weitgehend offen. Wir haben hier hinten noch einen Spacer aus Stahl. Ansonsten ist hier nicht viel. Diese zwei Schrauben dann noch, da komme ich noch drauf. Ja, die Griffschalen sind soweit auch gut angepasst. Hier steht nichts über, gibt es keine Hotspots oder ähnliches. Die Platinen sind ein bisschen scharfkantig, aber da könnte man sich mit feinem Schmirgelpapier selbst ein bisschen helfen. Also das kann man nacharbeiten, das ist kein Problem. Also der Griff ist hier insgesamt sehr gelungen. Wir kommen zur Klinge. Während die Szenen hier so laufen, erzähle ich ein bisschen was. Das Messer ist für leichte bis mittelschwere Aufgaben geeignet. Das ist wie bei einem Slipjoint-Messer. Wir haben keinerlei Verriegelung, sondern lediglich die Reibung, die hier hauptsächlich durch die Achsverschraubung stattfindet. Gemüse schneiden oder ganz allgemein Essenszubereitung geht ganz gut damit. Es ist also durchaus schneidfreudig. Klingenstahl ist der 5CR14 MOV mit 55 bis 57 HAC. Ein gutmütiger Budgetstahl, rostträge, pflegeleicht, gut nachschaffbar und für dieses Messer absolut ausreichend. Holzbearbeitung stellt auch kein Problem dar. Der Griff lässt längeres ermüdungsfreies Arbeiten zu. Die Kraftübertragung auf die Klinge würde ich als sehr gut bezeichnen. Wir haben einfach eine sehr gute Ergonomie. Es gibt allerdings ein kleines Manko, auf das ich noch zu sprechen komme. Löckchen gehen auch so halbwegs. Ich stelle mich hier einfach nur ein bisschen an, also das liegt in diesem Fall nicht am Messer. Kurz noch ein paar ganz allgemeine Infos zu dieser schönen Trailing Point Klinge und zum Messer. Effektive Schneide etwa 73 mm, Klingenbreite 2,6 mm, verjüngt sich sehr gleichmäßig zur Spitze. Gewicht 81 Gramm. Und die Beschriftung linksseitig ist sehr präsent ausgefallen. Stainless 5CR14 MOV. Dazu muss ich sagen, dass sich das bei den neuen Varianten des Messers glücklicherweise geändert hat. Da ist die linke Seite blank und die Stahlbezeichnung ist ganz klein geschrieben auf die rechte Seite gewandert. Hier steht BPS Knives und ein Verweis aufs Herstellungsland Ukraine. Die Klinge läuft sauber auf Bronzewaschern. Das kann man hier erahnen. Ja, und den Klingengang kann man über die Achsschraube regulieren. Die funktioniert hier sowohl mit einem 10er Torx als auch mit einem Imbusschlüssel, also auch die Schraube da hinten. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber funktioniert. Ansonsten haben wir den bei Friction Foldern häufig anzutreffenden verlängerten Aal oder auch Schwenkaal. Der steht dann hier immer so raus, aber er ermöglicht die Einhandöffnung. Die Klinge wird hier durch einen stabil ausgeführten Anschlagpin gestoppt, also das ist alles gut gemacht und es ist auch tatsächlich eine sehr sichere Angelegenheit, da die Klinge durch diesen verlängerten Aal, durch das feste Umschließen mit der Hand in Position gehalten wird. Also das ist wirklich eine sichere Sache. Ich weiß, dass manche Friction Folder nicht so trauen, aber ist eine gute Sache. Also im Normalfall kann die Klinge hier nicht einklappen. Friction Folder sind natürlich wie alles im Leben Geschmackssache, aber ich rate jedem, der sich für das Thema interessiert, sich einfach mal einen Friction Folder zuzulegen. Da merkt man dann ganz schnell, ob das für einen was ist oder eben nicht. Es gibt Modelle, zum Beispiel wie das Sword Peasant Knife oder vielleicht sogar den Bausatz davon für unter 30 € und da kann man das dann einfach mal ausprobieren. Notfalls kann man solche Messer dann ja auch wieder verkaufen. Kurz noch zum Klingenrücken. Der ist hier durchgängig
scharf belassen worden. Also das hört man, denke ich, auch. Und man kann hier auch zum Beispiel Rinde mit abschaben. Und was auch geht, sieht man dann hier, Feuerstahlbedienung. Das ist auch kein Problem, wenn man das dann mit diesem Messer machen möchte. Wie vorhin erwähnt, gibt es eine Sache, die mich bei diesem Messer stört. Man hätte hier meines Erachtens beim Flachschliff viel mehr Material wegnehmen müssen. Hinter der Schneidphase habe ich Werte von 0,65 bis 0,7 mm gemessen. Also das ist nicht wenig. Man sieht das auch an der Phase, die wirklich relativ grob rüberkommt. Insbesondere spürt man das, wenn man hier so runterfährt. Das wird dann erst im Bereich der Spitze besser. Und man merkt es insbesondere beim Schneiden und Schnitzen. Wenn man das Messer so in Händen hält, ist das Gefühl sehr gut. Aber sobald man dann loslegt, merkt man, dass hier Potenzial verschenkt wurde. Ist ein bisschen schade, aber auch nichts, was man als Hersteller nicht in den Griff bekommen könnte. Ich kann natürlich auch nur für das vorliegende Modell sprechen. Da steckt viel Handarbeit drin. Es gibt mit Sicherheit Fertigungstoleranzen. Christoph, also Schnorres 58, hat das Messer auch schon mal vorgestellt und ich habe mir das Video mehrfach angesehen. Bei seinem Messer sieht das deutlich besser aus. Ja, was vielleicht denkbar wäre in Zukunft, wäre ein Hohlschliff. Also das wäre vielleicht wirklich eine Überlegung wert. Da könnte man sowas dann umgehen. Würde sich vielleicht anbieten. Ja, genug Kritik. Jetzt noch was Schönes. Im Lieferumfang ist diese gut gemachte Gürteltasche enthalten. 3,5 mm dickes Leder, wirklich sauber vernäht und das Messer wird passgenau aufgenommen. Also das ist gut gemacht. Leider gibt es auch hier einen ganz kleinen Kritikpunkt. Der wird aber auf der Internetseite von Messer & Co. auch beschrieben. Das ist diese Niete, die ist innen leider nicht abgedeckt und das hinterlässt dann hier Druckstellen auf der Mooreiche. Ja, ist nicht schön, aber wie gesagt, wurde das auf der Internetseite erwähnt. Mich stört das persönlich nicht, aber man sollte das vor dem Kauf natürlich wissen. Ja, man kann dann hier vielleicht noch selbst ein bisschen nacharbeiten, indem man das innen abklebt. Das muss dann jeder selbst entscheiden. Insgesamt schön gemacht. Zeit für ein Fazit. Fazit: Auf die Kritikpunkte mit dem Anschliff und der Gürteltasche bin ich eingegangen. Es tut mir leid, dass ich hier so hart bin. Gleichzeitig verweise ich auf die Fertigungstoleranzen, die bei einem Messer, in dem noch so viel Handarbeit steckt, auftreten können. Und wie vorhin erwähnt, kann ich nur für dieses Messer sprechen. Vielleicht können Besitzer des Friction Folders einfach mal einen Kommentar hinterlassen, wie es sich bei ihrem Modell verhält. Wäre auf jeden Fall interessant. Dann die Sache mit dem Hohlschliff wäre vielleicht eine Überlegung für den Hersteller. Ansonsten ist das ein tolles Messer, alles sehr stabil ausgeführt, etwas rustikal verarbeitet, aber ein wirklich ehrliches Produkt. Die Materialwahl geht auch in Ordnung, schwarze Mooreiche, der Stahl passt auch für dieses Messer. Dazu diese stabile Gürteltasche aus Leder. Das alles bekommt man dann für 50 € und das geht auf jeden Fall in Ordnung. Ja. In der Videobeschreibung findet ihr den Produktlink, dann findet ihr dort noch einige Videos, zum Beispiel von Chris, also Night Owl 79 oder von Christoph, also Schnorres 58. Ja, ansonsten möchte ich mich abschließend ganz herzlich bei Dirk, Stefan und BPS Knives bedanken. Vor diesem Passaround hatte ich kaum Berührungspunkte mit diesen Messern. Ich habe ein paar Videos gesehen, das war es dann. Aber das war wirklich mal eine ganz tolle Möglichkeit, sich ein Bild von dieser Marke zu machen. Für die Zukunft habe ich BPS Knives auf dem Schirm und ich bin mir sicher, dass hier noch das ein oder andere Messer zu mir kommt. Also ja, sind wirklich schöne Messer. BPS selbst drücke ich alle Daumen für eine gute und sichere Zukunft. Wir wissen alle, was da gerade los ist. Ja, dann war es das für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.